Die Station 12, 13 und 14. Wir sind bei Morelo. Und ja, jetzt beginnt eines der wichtigsten Parts bei Morelo überhaupt. Denn wenn irgendwas, ich sag mal, kommt von der Umwelt, dann kommt es meistens von oben, oder? Genau, Regen. Also hier machen wir das Dach. Wir montieren auf der Station 12 das Dach. Jetzt müssen wir bloß oben gucken, ob das Dach schon drauf ist. Hier wird es normalerweise zwischengelagert. Und parallel dazu arbeiten wir unten am Fahrzeug. Also wir montieren die Schürzen und im Fahrzeug, im Innenausbau. So, das heißt also modulare Aufbauweise. Ich verweise dazu bitte auf alle anderen Videos, die wir produziert haben, hier bei Morelo in Schlüsselfeld. Denn so nach und nach wird das Fahrzeug nämlich jetzt fertiger. Wir gehen mal ganz kurz rein, dann gucken wir mal, was ist schon passiert. Hier vorne sieht man überall, wo das Auge blickt, GFK. Und ich halte mal ganz kurz hier rein, dass wir einmal mal kurz sehen, das ist jetzt ein Home. So sieht er von innen aus. Spannend, der hat ein Hubbett. Auch da bitte vorher nachdenken, ob man ein Hubbett haben möchte oder nicht, denn im Nachhinein wird das sehr aufwendig. Und wir gehen mal rüber. Das ist ein großer, ein Liner. Das ist ein Grand Empire. Echt? Das ist die Nummer 3, die wir bauen. Und der letzte dieses Jahr. Also wir haben ja die Nummer 1 auf der Messe gezeigt, da haben wir auch ein Video gedreht. Die Nummer 2 ist schon jetzt in der Nacharbeit und in der Qualität. Und es ist jetzt die Nummer 3 und der letzte, der dieses Jahr produziert wird. Echt? Ja. Nummer 3. Also für dich ein ganz schönes Schmuckstück. Der Grand Empire Nummer 3. Spannend. Ja, du hast mir erzählt, ihr habt den in Windeseile konstruiert, durchgesetzt. Hier sieht man auch mal, stelle ich mal neben das Rad, dass man mal sieht, das ist eine andere Größe. Das ist Actros, oder? Das ist Actros. Actros. Du bist, wie groß bist du? 1,80 Meter. 1,80 Meter. So, und ja, auch hier Stehhöhe, das ist was, oh krass, guck mal hier, der Robert steht quasi schon auf einer etwas anderen Höhe. Das Ding ist aber auch hoch, ich glaube 4 Meter, oder? Das ist 3,80 Meter, ja. 3,80 Meter. Und hier, da kann man jetzt rein. Interessant ist auch, dass eure normalen Stufen, die waren dafür noch nicht gebaut, oder? Wobei, den haben sie jetzt komplett hochgepumpt. Also der ist jetzt nicht in Fahrposition. Okay, das stimmt wirklich. Die Kollegen oben am Dach noch arbeiten. Achso, da habt ihr einen kleinen wenig höher gelegt. Genau. Wir dürfen da mal rein? Wir dürfen da mal rein. Okay, dann machen wir das mal. Pass nur auf deinen Kopf auf. Krass. Ja, es kann aber nichts passieren. Ich passe auf den Kopf auf. Geh mal kurz hier rein. Hier steht es auch. Palace Liner. Krass. Augenblick. Das in meinem Alter. Das habe ich gerade mitgemacht und ich hatte keine Hand frei, Robert. Ja, du bist ja auch viel athletischer gebaut wie ich, ne? Ja, danke schön. Krass, wenn du hier drin stehst. Hier vorne ist dann, das erinnert mich so ein bisschen an eine Zugstation. Ja, das ist der Busbahnhof. Nein, das ist der Slide-Out. Das ist das Slide-Out. Genau, der hat ja hier ein Slide-Out. Wir sehen den Rahmen und der Slide-Out wird 4 Stationen später montiert. Deswegen fährt er hier mit dem Loch durch. Das ist ja ein Hammer. Wir sehen den Slide-Out jetzt mal, bevor er eingebaut ist. Genau. Boah, ist das schön alles. Das Armaturenbrett wird von uns komplett zerlegt, weil es in die Veredelung geht. Also wir beledern das ja komplett und da sieht man mal, wie das aussieht und was da für Arbeit dahinter steckt. Ne? Das wieder zusammenzubauen, jeder Schalter, jedes Element wieder auf seinen Platz zu finden, ist nicht ohne. Ja, ich habe die meisten Sachen, die ich zerlegt habe, nie wieder zusammenbekommen. Ich hoffe, hier ist es anders. Nein, die Kollegen wissen, was sie tun. Sicher. 1000%. Hier vorne sieht man auch das Material normal. Ihr habt wirklich Dämmung, da kann man sich nicht beschweren bei euch, oder? Genau, wir haben ja ab der Empire-Baureihe haben wir nochmal einen Zentimeter drauf. Also wir haben hier eine 50er Wandstärke. Gut, man muss sagen, hier spielt das Thema Gewicht nicht die mega große Rolle. Nein, wir haben hier ein 18-Tonner-Chassis, das selbst perfekt oder voll ausgestattet immer noch eine Zuladung von 3 Tonnen hat. So, jetzt gibt es was ganz Tolles zu berichten. Ja? Ihr habt das Ding auf die Messe gefahren. Der Spritverbrauch, ihr konnt selber nicht glauben. Ich glaube 17,5 Liter oder so. Nee, 16,5 in der Tat. 16,5 Liter. 5 Liter, ja. Ich sag mal, wenn man den mit 17 Liter fährt, also das ist schon nicht unerheblich. Das ist schon nicht unerheblich bei so einem großen Fahrzeug. Du kennst ja den Spritverbrauch vom Daily. Und das ist ähnlich. Der ist ähnlich, genau. Da befinden wir uns fast auf demselben Niveau. Das ist der Slide-Out. Robert, stell dich mal kurz dahin, dass man mal sieht. Bitte nicht runterfallen. So, da vorne ist es. Sonst wäre das meist abgerufene Video.
Hier vorne sind die Schränke, das heißt, die Türen kommen ganz am Schluss natürlich. Genau, das ist auch hier die Beschädigungsgefahr zurückhalten. Überall Kabelkanäle schon drin, die du eben gezeigt Das hast. ist die Klimaanlage, da hinten haben wir die Kabelkanäle für die Beleuchtung. Die sieht ja der Kunde dann später nicht. So, das Schöne ist aber, sollte mal irgendwas passieren, man kann nachziehen, man kann es erweitern. Ich halte mal ganz kurz hier nochmal rein, dass wir den Zwischenschritt sehen. Hier ist das Bad übrigens. Wie krass! Jetzt zeige ich dir mal den Unterschied. Ja, ich komme. Ich muss einmal kurz hier reinhalten. Denn so. Schau dir mal den Unterschied zwischen Grand Empire und Home an. Oh, In der Höhe. Na, schaut schon. gut, der ist ja auch aufgebockt. Der ist auch hochgepumpt. Nee, das gibt's doch gar nicht. Da kannst du ja drauf spucken. Guck mal hier. Das ist Grand Empire und das ist Home. Als ihr den hattet, ihr habt gar nicht damit gerechnet bei der Produktion. Das heißt, die Leute müssen sich ein bisschen mehr recken hier. Nein. Du hast ja vorhin gesagt, der ist hochgepumpt. Also der senkt sich nochmal bestimmt um die 15 bis 20 cm ab. Aber es ist eine andere Dimension. Warte, ich zeig dich mal daneben, dass man das mal so ein... So, und jetzt hier der Unterschied. Ne? Das ist ein Gag, warte mal, ich geh mal gerade auf die gleiche Ebene. Gut, das sind 30, 40, ne Quatsch, das ist ein Meter, fast ein Meter mehr, oder? Ja. Nein, wir haben hier 3,20 Meter und wir dürfen ja im Gesamtaufbau nicht über 4 Meter kommen. Aber es täuscht, weil er jetzt nach oben gebockt ist. Der ist bei 3,80 Meter, 3 Meter, je nachdem, ob der noch eine Dachklimaanlage hat oder eine Sandantenne an Aufbau, sind wir hier noch unter 4 Meter. Sag mal, es ist ja jetzt eigentlich schon Feierabend. Die Leute schinden jetzt Überstunden hier oder warum sind die noch hier? Nee, wir nicht Überstunden, sondern die Kollegen machen die Gewerke fertig, weil am Montag wird ja weiter getaktet. Und dann ist es im Prinzip so, jetzt haben wir hier den Stationsleiter, der hier nochmal für Ordnung sorgt in dem Bereich und dann geht es ins Wochenende. Ja, es geht auch darum, dass man mit ruhigem Gewissen ins Wochenende fahren kann. Kann es sein, dass Montag anderes Personal hier ist als am Freitag? Nein. Die Teams sind fest. Was wir machen ist in der Rotation, tauscht es sich, aber es ist nicht dann am Montag ein komplett anderes Team da, sondern vielleicht maximal ein Mitarbeiter. So, hier vorne sieht man, das ist übrigens ein kleines Detail. Ich habe mich immer gewundert, wie in dem Kunststoff die Spiegel halten. Aber das ist auch so ein Ding für sich, weil vorne die Spiegel haben ja ein unglaubliches Moment, oder? Genau, wir haben aber hier keinen Kunststoff, wir haben dahinter eine Metallplatte. Wenn du jetzt da drüben mal reinleuchtest, wir haben dahinter die Metallplatte, die Aufnahme vom Hupe, die ist da fest integriert. Die Kraftübertragung ist nicht auf dem Kunststoff, sondern auf dem Metall. Auf der ganzen Platte, die sieht man auch von innen, die Platte. So, und jetzt können wir rüberlaufen, über den Steg. Ich bin stolz auf dich, Robert. Danke. Nee, wenn man das mal so sieht und du auch die Bereitschaft zeigst, dass da oben sind die Aufnahmeeinheiten nochmal für den Kran, die sieht man so mal ganz genau. Genau, die werden im Prinzip in der Wandfertigung schon montiert, werden dann hier demontiert, bevor das Dach drauf kommt, kommen in eine Box und laufen wieder in den Zyklus ein. Aber ihr seid unglaublich offen. Das habe ich so noch nie bei einem Industrieunternehmen erlebt, weil ihr einfach sagt, dass da soll erstmal einer kopieren. Genau. Geht gar nicht. Wettbewerb beflügelt das Geschäft und die Innovation. Und wie gesagt, wir bleiben ja nicht stehen, wir entwickeln uns dauernd weiter. Ich gehe mal gerade eine Stufe höher, da sieht man es ein bisschen besser. Denn Solar, immer mehr im Kommen. Wir haben das Thema Solar, wir haben das Thema Klima, Dachluken und Satantennen. So, und das ist die Veredelung. Das heißt, von oben reinlaufen, das ist fast unmöglich, wenn nicht gerade ein Baum das Dach kaputt macht. Also das hält. Das hält natürlich. Also das Fahrzeug die Platte wird von oben verschraubt. Es wird gereinigt, geprimert, dann nochmal komplett abgedichtet und das Dichtband ist im Prinzip die Dichtungsebene. Und das liegt auch nochmal drüber. Das heißt, also das ist nur nochmal zusätzlichen Schutz. Das wäre allein schon dicht. Genau, weil das ja unten drunter schon verklebt ist. So, da haben ja viele Angst vor, wenn da das Wasser draufsteht, man steht ein bisschen schief und dann läuft das Wasser so runter, läuft das jemals rein? Feuchtigkeitsschäden? Nein, wir haben ja eine freiwillige Dichtheitsgarantie, die wir 10 Jahre garantieren dem Kunden. Also er muss im Prinzip jährlich zu einer Dichtheitsinspektion und dann kommen wir 10 Jahre für sämtliche Schäden auf. Und das machen wir nicht bei einer hohen Quote. Also da sind wir uns schon ziemlich sicher, dass unsere Fahrzeuge dicht sind. So, das LED-Band, das wird noch eingezogen? Genau, das kommt hier seitlich raus und läuft dann unter der Markise. Ah, für die Markise. Genau, und läuft dann unter der Markise am Scharnier entlang. Das sieht man hier vielleicht, hier haben sie es noch nicht. Aber es verschwindet dann hier unter dem Profil. So, das Fahrzeug hier ist jetzt ein bisschen höher. Was ist das für einer? Dann siehst du das. Zeig's mal.
ist komplett integriert. Das ist LED-Band. Das ist jetzt ein Palace. Krass. Gehen wir mal kurz hier drauf. Ja, ich habe mich immer überlegt, wie die Leute dann arbeiten in der ersten Etage. Aber die haben ganz klar die besseren Plätze. Ja, im Sommer ist es hier ganz schön warm. Aber ihr könnt luken, ihr könnt alles öffnen oben. Es sind Luken da. Aber es wird immer wärmer in Deutschland, ne? Ja, der globale Klimawandel, der verschont uns leider nicht. Ja, es bringt doch nichts, die Klimaanlage anzumachen in allen Fahrzeugen, denn die Wärme geht ja nach außen wieder. Nein, und so eine Halle zu klimatisieren. Schwierig. Fast unmöglich. So, da vorne wird jetzt gesprüht. Was ist hier? Was Die geschieht dichten gerade? ab. Die machen im Prinzip jetzt ein Silikon noch drauf und dichten ab. Das ist der optische Aspekt. Die Blende auf der Rückseite ist fertig, wie du siehst. Da ist quasi schon komplett versiegelt und verklebt, damit man die Dichtungsebene, wenn du jetzt auf das Band da drüben schaust, komplett, die verschwindet ja unter der Blende. Das ist jetzt aber rein optisch. Ne? Wenn du das Fahrzeug vorne anguckst, ist das Dach komplett fertig. Das ist ein rein optischer Aspekt. So, wir sind fast am Ende. Fast, sage ich jetzt mal. Es kommen noch einige Stationen, die werden wir uns gleich mal angucken. Jetzt waren wir bei Stationen 14, 13 und 12. Unten nochmal im Unterboden. Was geschieht da? Wir haben, der Innenausbau findet da komplett statt. Und Parallel und unten die Schürzen werden Du siehst, das Fahrzeug ist mit Schürzen komplett versehen und fertig, sprich der GFK-Schürzenbau ist fertig. Warte, wir gehen mal kurz runter. Das ist das Slideout. Da ist das Slideout für das Auto, wo wir gerade drin waren. Aber der wird erst auf Station 17 montiert. Das ist aber kein GFK, das ist Carbon? Das ist eine Mischung aus Carbon, Aluminium und GFK. Hightech. Ja. So, das sieht jetzt so ein bisschen aus. Ja, das ist ja nicht viel, denkt man. Aber im Innenraum krass, oder? Das verändert das Ganze massiv. Also das Wohnraumgefühl, das man dadurch bekommt, ist enorm. So, wir sind bei Morelo in Schlüsselfeld und jetzt haben wir wieder bekommen die Stationnummer 14 und 15, so rum. 14 und 15, zusammen mit Robert Crispens, Geschäftsführer hier, 35 Jahre alt und seit mittlerweile 14 Jahren bei Morelo. Nein, seit 9. Seit 9 Jahren bei Morelo, aber seit, ich glaube, wie lange? 17. Jahr in der Branche. 17. Jahr in der Branche. 17. Jahr in der Branche. Vielen Dank, Robert. Danke.